Oh Mann, ich habe hier ein Problem mit meiner Datenanalyse für den neuen Standort. Ich muss so viele Informationen für die neue Standortwahl generieren und auswerten, dass ich überhaupt nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Ich sehe mich hier noch tagelang sitzen und habe das Gefühl, nicht voranzukommen. Vielleicht habe ich eine Idee für dich. Ich habe vor ein paar Tagen an einer Schulung teilgenommen. Dort ging es um den Einsatz von geografischer Datenanalyse für Standortentscheidungen. Geografische Datenanalyse? Was ist das denn? Also eine geografische Datenanalyse ist ein analytischer Ansatz des strategischen Managements und der Datenanalytik. Man verwendet sie, um geografische Entscheidungen effizienter treffen zu können, zum Beispiel Standortentscheidungen. Dabei werden die wesentlichen Daten, die man auch Entscheidungsmetriken nennt, auf Landkarten visualisiert. Daraus leitet man dann Handlungsempfehlungen ab. Das klingt ja super spannend. Das könnte genau das sein, was ich für die Lösung meines Problems brauche. Sag mal, welche Vorteile hat die geografische Datenanalyse im Vergleich zu klassischen Analysemethoden eigentlich? Während zur klassischen mathematischen oder algorithmischen Datenanalyse umfangreiche Daten zur Entscheidungsfindung benötigt werden, braucht die geografische Analytik nur die für die Entscheidungsfindung relevanten Daten auf einer Landkarte. Und dies hat zur Folge, dass viel weniger Daten verarbeitet werden müssen als bei herkömmlichen Methoden. Durch den Einsatz von Geographic Analytics wird der Zeitaufwand erheblich reduziert. Du bist also viel effizienter in der Entscheidungsfindung. Ein weiterer Vorteil: durch den Kontext der Landkarte verstehen alle die Zusammenhänge der Analyse besser. Es wird also viel einfacher, ein gemeinsames Verständnis der Situation zu entwickeln. Aber warum macht man sich dann überhaupt diese Mühe, Dinge auf Karten zu visualisieren, wenn es doch schon funktionierende Analysemethoden gibt? Ich kann doch alle Rahmenbedingungen auch mathematisch darstellen, oder sehe ich das falsch? So einfach ist es nicht. In der Praxis treten häufig Rahmenbedingungen auf, die sich von vornherein nicht oder nur schlecht erkennen lassen. Zum Beispiel regulatorische Hemmnisse oder Verkehrsinfrastruktur. Überleg doch mal, vielleicht ist ein theoretisch optimaler Standort für ein Zentrallager einfach nicht geeignet, weil dort gute Zugangsstraßen fehlen oder weil große Gebäude dort schlicht nicht gebaut werden dürfen. Das erkennt man auf einer Landkarte leichter. In der Praxis werden solche Rahmenbedingungen oftmals erst am Ende der Datenanalyse erkannt. Die vorher unberücksichtigten Rahmenbedingungen müssen dann im Modell berücksichtigt werden. Meistens muss dann das Modell neu berechnet werden. Im schlimmsten Fall muss die Analyse sogar komplett neu erstellt werden. Das verzögert den Entscheidungsfindungsprozess deutlich und ist in der Regel natürlich mit hohem Aufwand verbunden. Okay, also lässt sich zusammenfassend sagen, dass der Mehrwert von Geographic Analytics darin besteht, dass nicht praktikable oder fehlerhafte Lösungen bereits vor der rein datenbasierten Analyse identifiziert und ausgeschlossen werden. Somit kann man durch Geographic Analytics gute Vorarbeit leisten, bevor man sich durch Unmengen an Daten arbeitet. You got it! Ein weiterer Vorteil ist auch, dass die Entscheidung auf der Karte besser nachvollziehbar ist. Durch die Visualisierung kann jeder Entscheider die Lösung verstehen. Das führt dazu, dass sie besser akzeptiert wird. Im zweiten Schritt wird sie dadurch auch als Entscheidung in einem Unternehmen oder von einem Projektpartner besser umgesetzt. Denn in der Praxis ist es ja so, dass Entscheider nur solchen Projekten zustimmen werden, die sie komplett verstanden haben.